1953. Eine Frau in einer Zwei-Zimmer-Wohnung im Ruhrgebiet. Sie hat das Frühstücksgeschirr abgewaschen. Ihr Mann ist zur Arbeit gegangen. Die Kinder sind in der Schule. Das ist ein Dienstag im Oktober. Das ist auch das 8. Jahr, seit 1945. Was in dieser Wohnung zu sehen ist: eine Küche, ordentlich geführt. Ein Wohnzimmer mit den Möbeln, die man zusammengetragen hat, nicht die Möbel, die man hatte, sondern die Möbel, die es gab. Ein Radio, eine Pflanze auf dem Fensterbrett. Das ist das Bild einer Wohnung, in der das Leben läuft. Was in diesem Bild nicht zu sehen ist: dass diese Frau 8 Jahre früher auf einem Schutthaufen stand. Nicht als Metapher. Als Arbeit, bezahlte Arbeit, organisierte Arbeit, mit Brigadennummer, mit Lohnzettel, mit Brotkarte der Kategorie 3, der Schwerarbeiterration, die an die Trümmerarbeit gebunden war. Die Brotkarte gibt es nicht mehr. Den Lohnzettel gibt es nicht mehr. Die Brigadennummer gibt es nicht mehr. Was in den Dokumenten von 1953 über diese Frau steht: Hausfrau. Was in den Dokumenten von 1945 und 1946 und 1947 stand: das ist von Fall zu Fall verschieden. Abhängig von der Stadt, der Behörde, dem Formular. Aber es war ein anderer Eintrag. Zwischen diesen beiden Einträgen liegt ein Danach, das in keiner dieser Akten vollständig beschrieben ist. Wie kam eine Frau vom Schutthaufen ins Wohnzimmer? Und was blieb von dem, was dazwischen war? 1945. In den deutschen Großstädten lagen zwischen 50 und 80% der Gebäude in Trümmern. Das ist eine Zahl, die sich im Lesen leicht sagt. Sie sagt sich nicht so leicht, wenn man in einem ehemaligen Stadtzentrum steht und das rechnet, was fehlt. Die Männer, die für diesen Krieg mobilisiert worden waren entweder tot, in Kriegsgefangenschaft oder so eingeschränkt in ihrer körperlichen Handlungsfähigkeit, dass der Wiederaufbau nicht auf sie warten konnte. Was geschah, ist dokumentiert. Frauen bildeten Trümmerbrigaden. In vielen Städten war die Arbeit nicht freiwillig. Sie war an die alliierten Besatzungsanordnungen oder kommunale Verpflichtungen gebunden. Und sie war an die Brotkarte der Kategorie 3 gebunden, die Schwerarbeiterration. Man arbeitete für das Essen. Hier ist jedoch etwas zu benennen, das die neuere Forschung festgestellt hat. Die Historikerin Leonie Treber hat 2014 gezeigt, dass das kollektive Bild der Trümmerfrauen in der Nachkriegserinnerung größer wurde als die dokumentierte Wirklichkeit. Ein erheblicher Teil der Trümmerräumung wurde von Zwangsarbeitern und Kriegsgefangenen geleistet. Die Zahlen der Frauen in den Brigaden waren real, aber kleiner, als das spätere Bild vermuten lässt. Was das für das Danach bedeutet, ist nicht eine Relativierung. Es ist eine Präzisierung. Denn das, was mit den Frauen geschah, die diese Arbeit taten, ob viele oder wenige, ob freiwillig oder verpflichtet, ist unabhängig von der Größe des kollektiven Bildes dokumentiert. Und das Danach gehört ihnen. Nicht dem Bild, jetzt, das Danach. Bevor wir weitergehen: wenn diese Geschichte für dich zählt, überleg dir, den Kanal zu abonnieren. Was die Trümmerarbeit tatsächlich war, ist dokumentiert. Nicht, was sie bedeutete, was sie organisatorisch war. Die Brigaden arbeiteten nach einem festgelegten Verfahren. Trümmer wurden auf verwertbares Material durchsucht. Backsteine wurden gereinigt, von Hand, mit dem Hammer, einer Ziegelstrich um den anderen. Gestapelt und für den Wiederaufbau bereitgestellt. Eine gereinigte Ziegelreihe war eine messbare Einheit. Sie hatte einen Lohnwert. Sie hatte eine Bewertung durch die Brigadenleitung. Das ist eine Buchführung. Eine Frau in einer Brigade war in einem Dokument. Sie hatte eine Leistungsziffer.
Sie hatte einen Namen hin in einer Liste. Aus dokumentierten Zeitzeugenberichten dieser Generation, erhalten in regionalen Oral History Archiven, insbesondere aus dem Ruhrgebiet und Berlin, geht hervor, dass die Arbeit für einen Teil der Frauen auch eine Verschiebung in dem bedeutete, was sozial sichtbar war. Eine Frau, die seit ihrer Heirat in der häuslichen Sphäre gelebt hatte. Und das war für Frauen dieser Generation in der Mehrheit der Fall, stand nun in einem öffentlichen, messbaren Kontext. Die Arbeit hatte Kollegen. Sie hatte Bewertung. Sie hatte ein Ende des Tages, an dem man zurückblicken konnte auf etwas Sichtbares. Das wird in Zeitzeugenberichten nicht durchgehend als Befreiung beschrieben. Es wird manchmal auch als Erschöpfung beschrieben, als Härte, als etwas, das man nicht wollte, aber tat. Was es nicht durchgehend ist, unsichtbar. Es war eine Arbeit mit einer Außenseite. Und dann hörte diese Außenseite auf. Wann genau und durch was und für wen zuerst? Zwischen 1948 und 1952 veränderte sich der Kontext, in dem diese Arbeit stattgefunden hatte. Die Währungsreform von 1948 legte den Grundstein für die spätere wirtschaftliche Reorganisation. Die Kriegsgefangenen kehrten zurück, nicht alle, nicht gleichzeitig, aber in einer anhaltenden Welle durch die frühen 1950er Jahre. Die Industrieproduktion formalisierte sich. Und im Zuge dieser Formalisierung wurde eine Verschiebung vollzogen, die in keinem einzelnen Beschluss steht, aber in der Summe ihrer Ergebnisse klar ist. Was dokumentiert ist: Die Erwerbsbeteiligung verheirateter Frauen in Westdeutschland sank in den frühen 1950er Jahren im Vergleich zur unmittelbaren Nachkriegszeit. Das ist eine Zahl im Statistischen Jahrbuch. Hinter ihr steht eine Praxis, eine weitgehend stillschweigende Praxis. Aus dokumentierten Zeitzeugenberichten geht hervor, dass dieser Übergang selten als etwas beschrieben wurde, das einer Frau aktiv passierte. Er wurde beschrieben als das Normale, das zurückkam, als das Ende eines Ausnahmezustands. Die Nachkriegsjahre als Ausnahme, das Haus als Normalzustand. Diese Rahmung war nicht eine Erfindung einzelner Familien. Sie war eine gesellschaftliche Rahmung, die sich durch Medien, Politik und öffentlichen Diskurs dieser Jahre zieht. Das bedeutet, der Übergang, den diese Frauen durchliefen, hatte eine Form. Und diese Form war nicht neutral. Sie war organisiert, nicht durch eine einzelne Entscheidung, aber durch die Summe dessen, was möglich war und was nicht mehr als möglich galt. Was genau galt in diesen Jahren noch als möglich? Und was nicht mehr? Bevor du verstehen kannst, warum die Rückkehr in die Hausfrauenrolle für so viele dieser Frauen keine individuelle Entscheidung im eigentlichen Sinne war, musst du verstehen, was der institutionelle Rahmen der frühen Bundesrepublik für verheiratete Frauen konkret bedeutete. Das Grundgesetz von 1949 formulierte den Grundsatz der Gleichberechtigung von Männern und Frauen. Es formulierte keinen Bondit-Mechanismus zur Durchsetzung dieser Gleichberechtigung in der Ehe. Das Gleichberechtigungsgesetz von 1957, das erste Bundesgesetz, das die Gleichberechtigung in der Ehe konkretisieren sollte, enthielt in seiner verabschiedeten Fassung einen Paragraphen, der dem Ehegatten das Recht einräumte, ein Arbeitsverhältnis seiner Frau zu beenden, wenn er der Auffassung war, dass es mit ihren Pflichten in Ehe und Familie unvereinbar sei. Dieser Paragraph blieb bis 1977 in Kraft. Das heißt, eine Frau, die 1945 als Trümmerarbeiterin tätig war und 1955 einer bezahlten Arbeit nachging, konnte von ihrem Mann legal aus dieser Beschäftigung herausgelöst werden. Und das mit einem Rechtsrahmen,
der das als Normalfall vorsah. Das erklärt einen Teil des statistischen Bildes. Aber nicht alles, denn dokumentierte Zeitzeugenberichte zeigen, dass viele Frauen dieser Generation die Rückkehr in die häusliche Rolle nicht als externen Zwang erlebten oder ihn jedenfalls nicht als Zwang benannten. Was das bedeutet, ist nicht einfach zu lesen. Es kann bedeuten, dass der Zwang so vollständig in das war integriert, was als normal galt, dass er als Zwang nicht mehr sichtbar war. Es kann bedeuten, dass die Entscheidung als eigene empfunden wurde. Es kann beides gleichzeitig bedeuten. Was ist in diesem Zeitraum über konkrete Frauen dokumentiert? Was die Dokumente dieser Frauen in den 1950er Jahren tatsächlich zeigen, lässt sich aus mehreren Quellen rekonstruieren. Die Einwohnermelderegister zeigen, Frauen, die in den Nachkriegsjahren mit beruflichen Einträgen geführt wurden. Arbeiterin, Hilfsarbeiterin, gelegentlich Facharbeiterin, erscheinen in den frühen 1950er Jahren in dokumentierten Fällen überwiegend unter dem Eintrag Hausfrau. Die Verschiebung ist statistisch klar, Gitka. Der Zeitpunkt der Verschiebung korreliert in dokumentierten Einzelfällen häufig mit der Rückkehr des Ehegatten aus der Kriegsgefangenschaft oder mit dem Übergang des Mannes in eine gesicherte Erwerbsarbeit. Die Rentenakten dieser Frauen zeigen entsprechend kurze Versicherungszeiten. Die Nachkriegsarbeit, die Trümmerarbeit, die Gelegenheitsarbeit der ersten Jahre schlägt sich in den späteren Rentenansprüchen kaum nieder. Zu kurz, zu unregelmäßig, zu schlecht dokumentiert für eine rückwirkende Rentenversicherungsanrechnung nach den Regeln der 1950er Jahre. Was das bedeutet, ist nicht nur eine Frage der Rente. Es ist eine Frage der offiziellen Spur. Diese Frauen haben Arbeit geleistet, die physisch dokumentiert ist. In den Metern Schutz, die bewegt wurden, in den Backsteinzahlen, in den Brigadenberichten. Und in ihrer persönlichen Akte ist von dieser Arbeit, mit Abstand betrachtet, wenig oder nichts übrig. Das ist eine spezifische Form von Verschwinden. Nicht aus der Geschichte, aus dem Dokument. Was ist für diese Frauen jenseits des offiziellen Dokuments erhalten geblieben? Das Fehlen in den dokumentierten Berichten dieser Frauen hat eine spezifische Gestalt. Was in den Oral History Berichten dieser Generation selten vorkommt. Die Benennung der Trümmerarbeit als einer Zeit, in der man eine andere gesellschaftliche Stellung hatte als vorher oder nachher. Die Benennung des Übergangs als Verlust. Die Formulierung einer Frage, wie das Leben verlaufen wäre, wenn es anders verlaufen wäre. Was vorkommt? Die sachliche Beschreibung der Arbeit. Die Einordnung in das Kollektive. Alle haben das gemacht. Die Aussage, dass man froh war, als es vorbei war. Froh, als es vorbei war, ist ein Satz, der Auskunft gibt. Er gibt Auskunft darüber, wie die Arbeit bewertet wurde. Als Ausnahmezustand, als Belastung, als etwas mit einem Ende. Er gibt keine Auskunft über das, was nach dem Ende kam. Das Schweigen über das Danach, über die Verschiebung von der Trümmerarbeiterin zur Hausfrau, über die wirtschaftliche Identität, die gewonnen und wieder abgegeben wurde, ist in diesen Berichten nicht als Schweigen benannt. Es ist als Normalität beschrieben. Die Normalität des Danach liegt wie eine Schicht über dem, was davor war. Das ist keine Entscheidung gegen das Sprechen. Das Schweigen war das Ergebnis einer Einschätzung dessen, was sagbar war. Zu einer Zeit, in der das, was diese Frauen in den Trümmerjahren gewesen waren, keine gesellschaftlich vorbereitete Sprache hatte. Keine Situation, in der man das sagen konnte. Keine Kategorie, in der es stehen konnte. Die Hausfrauenrolle war vorbereitet. Die Trümmerarbeiterin-Identität war es nicht. Was haben die Töchter dieser Frauen trotzdem wahrgenommen?
Die Töchter der Trümmerfrauen wuchsen in einem Westdeutschland auf, das das Leitbild der Hausfrau aktiv bewirtschaftete. In Werbung, in Schulbüchern, in der staatlichen Familienpolitik, in den Musterhaushalten, die auf Messen und in Zeitschriften gezeigt wurden. Was dokumentierte Berichte von Töchtern dieser Generation zeigen, ist ein gemischtes Bild. Ein Teil der Töchter berichtet, dass die Mutter nie über die Trümmerarbeit gesprochen hat. Überhaupt nicht. Die Nachkriegsjahre existierten in der Familienerzählung als eine Zeit, die man überstanden hatte. Nicht als eine Zeit, in der die Mutter etwas gewesen war, das sie danach nicht mehr war. Ein anderer Teil berichtet, dass die Mutter die Arbeit erwähnt hat, kurz, sachlich, im Zusammenhang mit dem Allgemeinen. Der Krieg, die Zerstörung, was man eben getan hat. Nicht als eigene Geschichte. Als Teil der kollektiven Geschichte, in der die eigene Rolle eine unter vielen war. Was in den dokumentierten Berichten der Töchter nicht vorkommt. Eine Beschreibung der Mutter, in der die Trümmerarbeit zu einem Element ihrer Identität wird. Die Verbindung zwischen dem, was die Mutter in den Trümmerjahren getan hatte, und dem, wer die Mutter war, ist in diesen Berichten nicht gezogen. Stattdessen ist überliefert: Sie hat alles in den Griff genommen. Sie war jemand, der nicht viele Worte gemacht hat. Sie wusste, was zu tun ist. Das sind Beschreibungen von Kompetenz. Sie sind Beschreibungen einer Frau, die funktioniert hat. Sie sind keine Beschreibungen einer Frau, die eine Arbeit hatte und sie verlor und die damit umgegangen ist, auf eine Weise, die in den Dokumenten nicht steht. Was kommt in den Berichten der Töchter vor, das auf das hindeutet, was nicht gesagt wurde? Warum diese Verbindung in den Berichten der Töchter nicht vorkommt, lässt sich aus mehreren Richtungen verstehen. Die erste Richtung ist die gesellschaftliche. Die Bundesrepublik der 1950er und 1960er Jahre hatte kein Interesse an einer Erzählung, die Frauen als Aufbauerinnen von Städten zeigte. Und dann zeigte, wie diesen Frauen die Anerkennung dieser Arbeit wieder entzogen wurde. Das kollektive Bild des Wirtschaftswunders hatte eine klare Hauptfigur: den Arbeiter, den Ingenieur, den Unternehmer. Die Trümmerfrauen tauchten in diesem Bild nicht auf oder nur als ein abgeschlossenes Kapitel, das demonstrierte, was Frauen im Notfall konnten, aber keine Aussage darüber machte, was daraus wurde. Die zweite Richtung ist die persönliche. Dokumentierte Zeitzeugenberichte zeigen, dass Frauen dieser Generation die Trümmerarbeit selten als Teil ihrer Identität geframed haben, weder gegenüber sich selbst noch gegenüber ihren Kindern. Was geframt wurde: der Krieg als überstanden, die Nachkriegsjahre als Ausnahme. Nicht die Jahre, in denen man etwas war, das man danach nicht mehr sein durfte. Die dritte Richtung ist die historiografische. Die kritische Auseinandersetzung damit, was hinter dem kollektiven Trümmerfrauenbild liegt, hat spät begonnen. Und was hinter dem Bild liegt, ist nicht nur die Frage nach Zahlen. Es ist die Frage nach dem Danach. Was geschah mit den Frauen, die diese Arbeit getan hatten? Was steht in ihren Akten? Und was steht nicht darin? Das ist die Dokumentation, die fehlt, nicht das Bild der Frau auf dem Schutthaufen. Die Frau im Wohnzimmer, ein Jahrzehnt später, wenn dieser Kanal weiter dokumentieren soll, was aus Menschen wurde, nachdem das passiert war, was passiert war, abonniere ihn. Es gibt mehr danach, mehr Menschen, mehr Jahre, in denen jemand etwas mit sich trug, das nirgendwo aufgeschrieben war. Das Danach der Trümmerfrauen ist nicht die Geschichte des Aufbaus. Es ist die Geschichte dessen, was mit einer gewonnenen Identität geschieht, wenn die Gesellschaft entscheidet, dass sie nicht mehr gebraucht wird. Diese Dokumentation ist jetzt wichtig, weil die letzten Zeitzeugen dieser Generation
nicht mehr erreichbar sind und weil das, was nicht gesagt wurde, nur noch durch das, was gesagt wurde, erschlossen werden kann. Und wenn du etwas aus diesem Danach kennst, aus deiner Familie oder aus dir selbst, schreib es, wenn du möchtest. Hat jemand in deiner Familie diese Zeit erlebt? Und hat sie darüber gesprochen, was damals mit ihrer Arbeit, ihrem Platz in der Welt passiert ist, als die 1950er Jahre kamen? Was dieser Danach aufwirft und was ein späteres Video tiefer behandeln wird, wie das 1957er Ehegesetz, das Männern bis 1977 das Recht gab, die Anstellung ihrer Frauen zu kündigen, im Leben konkreter Frauen dokumentiert ist, die ein Jahrzehnt früher Städte wieder aufgebaut hatten. Das Danach ist nie ganz vorbei. Es ist nur irgendwann nicht mehr das Danach, sondern das, was ist. Die Frauen der Trümmerbrigaden sind nicht mehr. Was in den Akten steht: Hausfrau, Arbeiterin, Hilfsarbeiterin. Kurze Versicherungszeiten. Wenige Einträge für die Jahre, die am meisten gekostet haben. Was in den Akten nicht steht, was es bedeutete, eine Stadt mit den Händen aus dem Schutt zu holen und dann in einem Wohnzimmer zu sitzen, in dem diese Arbeit keinen Namen mehr hatte. Was dazwischen war. Wie man damit umgegangen ist. Was man gesagt hat und was nicht. Ihre Töchter leben. Was sie tragen, ist zum Teil dokumentiert. Zum Teil nicht. Das ist das Danach, das weitergeht.